Heute fahre ich quer durch Venezuela, wo sie mit Gold bezahlen. Und überquere Südamerikas zweitgrößten Fluss. Mein Ziel, die Karibikküste. Aber reicht das Benzin? Ist hier überhaupt kein Benzin, nirgendwo. Hallo, ich bin's wieder, euer Ruti. Einige von euch werden wahrscheinlich schon auf das nächste Equipment-Video warten und keine Sorge, das soll auch noch kommen. Allerdings wollte ich den in letzter Zeit neu dazugekommenen mal zeigen, was sonst noch so auf dem Kanal passiert. Und deshalb gibt es heute mal wieder ein richtiges Abenteuervideo und wir springen 2 Jahre zurück nach Venezuela. Dieses Video knüpft an Folge 140 meiner 3. großen Motorradreise, wo ich mich Offroad gleich 2-mal auf die Fresse gelegt habe und dann ziemlich abgekämpft den Asphalt aber wieder erreicht habe. Und dort beginnt die heutige Folge. So, ich habe jetzt hier angehalten. Hier ist kein Mensch, aber die machen mir was zu essen. Und ich habe jetzt noch was zu trinken gefragt. Haben sie mir das Wasser gebracht? Ich weiß nicht genau, ob das Leitungswasser ist. Ich habe ein bisschen genippt, aber ich will jetzt nicht noch den Magen verderben. Mein Finger wird mittlerweile dunkelblau. Ja, ist okay. Ist Druck drauf, aber tut nicht so doll weh. Und jetzt hat sie mir noch irgendeinen Saft angeboten aus dieser Frucht. Keine Ahnung, Pachita oder so. ¿Cómo se llama este plato? Le llaman arroz a la cubana. Okay. Es arroz, huevo, plátano. Aquí está el jugo de parchita. Pachita. Okay. Muchas gracias. So, ich habe jetzt das Huhn ein bisschen mit Reis gefüttert. Jetzt sind wir Freunde. Und es ist halt echt so, sind hier überall Hotels und so. Das ist ein riesen Restaurant. Hier ist niemand. Und es ist alles so, ja, weiß nicht, wie lange hier keiner mehr war. Ich habe das auch schon gelesen bei iOverlander. Das ist halt, jahrelang war hier keiner mehr, weil hier keine Touristen mehr ins Land gekommen sind. Das ist alles nicht benutzt worden. Aber man sieht, es war hier mal alles eine blühende Infrastruktur von Tourismus. Aber das gibt's alles nicht mehr. Das ist ja echt traurig. Auch in dem Roraima, in diesem Dorf, wo ich übernachtet habe, hat er gesagt, so, und er konnte das Wort Frühstück. Und da habe ich so, oh, Deutsch? Und dann habe ich gefragt, so, ja, viele Deutsche hier? Und er hat gesagt, so, nee, jetzt nicht mehr. Früher schon mal, aber jetzt keine. Jetzt sind halt nur die Brasilianer, die über die Grenze kommen, ja, und so ein paar Overländer. Aber das ist echt, geht erst dieses Jahr wieder los. Das ist jetzt, seit ich bin eine Stunde hier, das ist das 2. Auto, was vorbeikommt. Das sieht jetzt auch nicht aus wie ein Tourist. Ich will ein Foto machen. Oi. Immer erstmal reinfahren und später überlegen, wie man wieder rauskommt. Ich mache sie alle für euch, die Fehler, die man nicht machen soll. Und es hat da natürlich was für den Touristen, dass hier niemand ist und so. Es ist alles so ein bisschen spooky. Super laut, nee. Sind hier immer so, man kann hier rasen, nicht, also oft ist es ziemlich gut, die Straße, und dann auf einmal, so, da muss schon, also ich meine, hier hat man es jetzt ganz gut gesehen, aber oft sieht man es halt erst im letzten Moment. Man muss schon aufpassen. Das hat er auch im Hotel gesagt, man kann hier halt nicht so schnell fahren. Manchmal ist auch so die Straße so halb weggebrochen und so. Dann fällt es halt 3 Meter runter, wenn du nicht aufpasst. Cool.
Sie verkaufen hier jetzt überall Benzin, seht ihr das? Ich kann halt noch 150 Kilometer fahren. Ich habe einen mal gefragt, $3 pro Liter. Vielleicht bekomme ich es aber bis Upata, werde ich es nicht schaffen. Irgendwo werde ich schon noch mal kaufen müssen wahrscheinlich. Hola. Hola. Das reicht dann aber auch, dann ist es 17:10. Ich will hier nicht in diesem komischen Mafia-Gebiet nachts rumfahren. Also das jetzt, was ich jetzt eingetragen habe, da soll irgendein Schweizer so eine Art Campingplatz oder sowas haben. Schauen wir mal, ob es das gibt. Wenn ich das vorher sehe, okay, aber hier, das war ja alles nicht so. Und es ist auch eklig nass, vielleicht kann man auch irgendwo hinkommen, wo es trocken ist. Dann kann man auch campen, ohne dass man halt im Matsch schläft. Hier ist alles eklig. Ich meine, es geht schon, aber es muss ja nicht sein. Also die Straße ist hier viel, viel schlechter. Ist jetzt alle 10 Meter ist hier so ein zerfetztes Ding. Mit dem Moped geht's noch. Ja. Ist halt nass. So geht es jetzt schon seit 20 Minuten oder so. Also seit ich aus dem Ort raus bin eigentlich. Das ist witzig, weil normale Tankstellen gibt es hier gar nicht. Also es gibt nur diese hier Benzindinger. Wie heißt das? Wo Leute in den Flaschen verkaufen. Und da gibt es dann solche, das sieht ganz gut aus. Gibt es auch welche, die sind ganz doll trüb. Vielleicht sucht man sich dann was aus, was nicht so ist. Sind jetzt noch 20 Kilometer, also hier kann ich zur Not zurückfahren. Also hier steht jetzt ein Schild. Posada El Encanto Cuyuni. Das ist das Domizil. Es ist ja relativ teuer, $25 will er, oder $25 genau, für ein Zimmer und $10 fürs Zelten. Habe ich natürlich Zelten genommen. Und das ist ein bisschen stressig, weil die Katzen, die machen hier am Zelt rum, kratzen da rum. Da habe ich halt keinen Bock drauf. Ey! Abmarsch! Ja, ansonsten ist es ein Traum. Hier geht die Sonne direkt unter. Da steht die Lucy. Wunderschönen guten Morgen. Oder mittelwunderschön. Jetzt ist es 8, aber um 7:30, weiß nicht. Ich bin hier weggegangen, weil wir sind die Einheimischen, die bezahlen dann hier was und es ist wie ein Schwimmbad gehen. Dann können die hier im Pool rumhängen. 7:30 waren die da, trinken kalte Muschi, also Rotwein mit Cola. Und Halligalli, da ist die Musik mit so einer riesen Box. 7:30. Deswegen muss ich hier jetzt einen Kilometer weglaufen, aber ich habe ein paar Fotos gemacht. Ich habe nämlich gestern Benzin, wie ich es gehofft habe, organisiert. $1,50 der Liter. 8 Liter war das Maximum, was ich bekommen konnte. Ich habe mit denen gesprochen. Das Benzin hier ist halt so schlecht, da muss man eben diese Oktanbooster reinmachen und man hört das dann wohl, dass es immer so klack, 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 klack macht. Dann ist zu wenig Oktan drin. Ja, ich muss jetzt Pi mal Daumen reinmachen. Ich habe so eine 250 Milliliter Flasche und die reicht für 45 bis 60 Liter. Lieber ein bisschen mehr, habe ich mir sagen lassen, als ein bisschen wenig. Also werde ich da irgendwie ein Viertel der Flasche reinballern. Mal gucken, wie das läuft.
Die haben gesagt, wenn ich das Land verlasse, sofort einen Ölwechsel machen, weil es geht irgendwie in den Ölkreislauf und das ist dann super schlecht. Also wenn man das Land verlässt, soll man sofort wieder einen Ölwechsel machen. Ich wollte ja einen Ölwechsel machen. Wie ihr wisst, habe ich einen Ölfilter gekauft. Habe ich es gesagt? Ich hoffe. In Brasilien habe ich noch am letzten Tag einen Ölfilter gekauft. Da warte ich dann wahrscheinlich jetzt noch die, was weiß ich, was sind das, 3.000, 4.000 Kilometer, bis ich in Kolumbien bin. Ja, jetzt Zelt abbauen. Es ist ziemlich warm. Ich habe mir immerhin Kaffee gekocht. Und dann werde ich irgendwie in die nächste Stadt fahren, was frühstücken. Es ist halt hier tote Hose, es ist wie immer. Früher waren hier tausende Touristen. Jetzt kommt keiner mehr hier. Gerade hier im Süden kommt wohl keiner her, weil alle so, es ist mega gefährlich. Das ist hier halt auch noch die Minengegend. Das ist besonders gefährlich, diese Mafia-Gegend. Und das Witzige ist, hier wird nicht mit Dollar bezahlt, auch nicht mit der venezuelischen Währung, auch nicht mehr mit Reais, also der brasilianischen Währung, sondern, Achtung, mit Gold. Also es wird hier hat Gold abgebaut, massig irgendwie. Und die Leute haben Gold dabei und die zahlen im Geschäft mit Gold. 1 Gramm, $50. Der eine hat so ein Döschen dabei, da ist so Goldstaub drin. Er hat gesagt, das ist kein reines. Aber von dem ist irgendwie ein Gramm, glaube ich, $50 oder so. Also die zahlen mit Gold. Das ist richtig bizarr. Dos puntos de oro. Mhm. Dos puntos son $10. $10. Okay. Ja, hier jetzt in Gold bezahlt. Also ich bezahle jetzt $1, aber es kostet 11. Und der gibt mir jetzt in Gold raus, weil sie haben keinen no tengo. Ya. Tienes papel. Sí. Viene preparado. Koinzidenz. Okay, ich ein bisschen Wechselgold. Super geil. Recuerdo del encanto cuyuné. Sí, cool. Vuelto, pago en oro, moneda del estado, Bolívar. Aha. Wow. Muchas gracias. Cool. Felicidad. Me gusto. Bienvenido cuando quiera, hermano. Muchas gracias. Muy buena persona. Gracias. In so einer Gegend bin ich. Und ja, jetzt bin ich hier ein bisschen weggegangen und jetzt werde ich mich so an den See setzen. Es könnte so idyllisch sein. An den Fluss, besser gesagt. Aber da läuft halt Halligalli-Musik. Welcome to South America. So, auf dem Weg. 10:58 Uhr. Das ist krass. 7:30 Uhr aufgestanden. Aber es ist auch immer. Die sind ja immer alle super nett, aber kriegt man auch immer eine Kassette ans Ohr gelabert. Dann geht die Zeit um. Ist aber auch okay, ich habe es nicht eilig. Ja, ich habe halt seit gestern Mittag nichts mehr gegessen. Ich habe irgendwie auch keinen richtigen Hunger. Ich weiß auch nicht, was los ist. Aber ich werde schon mal was frühstücken wollen oder was essen wollen, egal wie. Hola! Die Leute sind hier unfassbar nett. Ich weiß auch gar nicht, ist das hier die Hauptstraße? Anscheinend. Besonders gut ist hier nicht. Ich will eigentlich nach Upata, heißt es, glaube ich. Google sagt 4 Stunden, aber da es hier keine Touristen gibt, also ich bin der 3. Tourist, der hier in diesem Jahr ist, der Ausländer, fährt halt keiner mit Google. Deswegen sind die Angaben wahrscheinlich vor 7 Jahren, als es hier noch Tourismus gab, als Google benutzt worden ist, vielleicht war da die Straße noch okay. Das sind halt alles Hitzeschäden und ja, kaputt gefahren. Man sieht ja, dass Venezuela wohl mal in sehr gutem Zustand war. Das ist ja alles gute Infrastruktur, die ist nur total runtergekommen, was irgendwie auch einen coolen Charme hat, aber es ist natürlich traurig für die Leute. Ach so, vielleicht noch zu dieser Goldgeschichte. Passend heißt der Ort hier, bin ich jetzt nicht reingefahren, aber der nächste Ort hier heißt El Dorado. Also El Dorado ist ja sowas, wo man ein Synonym für hier gibt es ganz viel Gold und hier heißt der Ort halt auch so. Hier, El Dorado. Wann kommt man mal in eine Gegend, wo sie wirklich mit Gold bezahlt? Das ist ja wirklich zurück in die Zukunft. Ich habe jetzt angehalten
Hat gleich ein Auto angehalten, mit 4 Frauen musste ich das Baby halten. Foto gemacht, die eine Frau ein Foto gemacht, die andere Frau ein Foto gemacht, mit Helm, ohne Helm. Kam noch eine andere Frau, wieder ein Foto gemacht. Das, wenn du hier anhältst, musst du aufpassen, dann bist du wieder, eine halbe Stunde ist weg. Das ist unglaublich, hier bist du echt Superstar. Der nächste Ort, El Callao. Hier gibt es irgend so ein Frauendenkmal oder so. Da ist schon. Da muss man ein Foto machen. Und hier noch so ein Ding, wurde mir auch schon gesagt, die Gitarre. Muss man auch kurzes Foto machen. Ich fahre jetzt hier einmal dran rum. Gitarre mit Drachenkopf oder so. Buenas tardes. ¿Cuánto es la gasolina? Una pipina, ¿Cuánto cuesta? $1. $1. Litros, 100 litros. Yo quiero 17 litros. ¿Y tienes refresco frío también? Sí, hay refresco, hay agua, hay jugo, hay Gatorade. Ok, ok. ¿No va a llevar la gasolina? ¿Ah? ¿Va a llevar la gasolina? Sí, gasolina y refresco también. So, mir wurde ja gesagt, nach dem Pater wird alles einfacher, besser. Und die Straße ist hier jetzt so eine Autobahn, getrennt. Waren noch keine Löcher, also ist jetzt keine deutsche Autobahn natürlich. Aber ja. Ich weiß natürlich nicht, ob es so bleibt. Aber wenn, dann könnte ich heute gut Strecke machen, wenn ich nicht mich irgendwo noch länger aufhalte. Ich habe so Bock auf Strand. Es gibt zwar jetzt noch diesen berühmten Wasserfall, ich schaue da mal kurz, aber wenn ich da irgendwie jetzt, es ist irgendwie ein größerer Park. Ja, ihr wisst ja, ich habe im Moment Wasserfälle. Super schön, aber ich bin scharf auf Strand. So, jetzt Orinoco, Freunde. Das ist hier so, was es in Deutschland nicht mehr gibt. So Sickergebiet, deswegen bei uns, wenn es regnet, dann ist eine Katastrophe. Aber Flüsse haben normalerweise so ein, das heißt nicht Sickergebiet, aber so eine Auslaufzone, wo sie eben überschwemmen können. Wow! Ja? Das kann ich ja leider nicht über so ein Gitter zu fahren. Helles Auto. Das ist das Wasser unter mir. Hardcore. Brauche ich jetzt nochmal für die Kamera. Holy shit. Gruselig. Ich halte jetzt hier kurz an und mache mal ein Foto. Hier ist gut.
Holy shit, ich traue mich hier gar nicht drauf zu laufen. Muss aber gehen. Wow. Vielleicht kann man es noch sehen. Aber es ist jetzt zum ersten Mal, hier gibt es jetzt zum ersten Mal Tankstellen. Und da sind Schlangen 2 Kilometer oder so. Das habe ich schon gehört. Weil die tanken halt irgendwie, ich weiß nicht, einmal im Monat kriegen die irgendwie 120 Liter. Und dann stehen die da alle an. Und es kostet halt für die nichts. Aber Ausländer können ja natürlich kein Benzin bekommen. Weil nicht wie es hier ist, aber im Süden war es so. Aber es ist jetzt überhaupt zum ersten Mal eine Tankstelle gesehen, die auch funktioniert hat. Ich habe jetzt beschlossen, ich frage hier mal, hier ist eine Tankstelle. Dieselgasolina International. Mal sehen, was es kostet. Buenas tardes. ¿Dónde viene? A Barcelona. De Barcelona. Va para Barcelona. Ah, sí, sí. Yo lo vi en Santa María. Sí. Ah, sí. Está en Santa Sí. María este. Yo dije, te dije brasileño. Ajá. ¿Brasileño? No, alemán. Alemán. Sí. Y él también vio un español, tiene una hecha ética. Sí, sí, son. Sí, otro. Es un mil. No, 700. 700, es pequeño. Sí. Pequeño, vale, pero se ve monstruo. Mira, y están activas las cámaras. ¿Hay gasolina aquí? Sí. Manda. Wieder mal ist mir einer vorne drauf gefahren beim Rausfahren aus der Tankstelle. Sí, 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 necesito. Mal noch ein bisschen Oktanbooster wieder rein. Ist ja super voll, wie man sieht. Aber das war mega billig. 9 Liter, $5. Ich weiß nicht, wie viel ich da reinmachen muss. Ein bisschen mehr ist immer besser. Auf jeden Fall ist der für mich vorne ist er zurückgesetzt, so 30 cm. Und dann, naja, der hatte so eine Gummi, die haben hier so oft so schäbige Stoßstangen. Der hat eine riesen Delle in der Stoßstange, aber bei meinem Reifen ist nichts. Hier bin ich jetzt mal abgefahren. Ja, es ist jetzt noch eine Stunde ungefähr. Vielleicht ein bisschen mehr als nach Barcelona. Das Ding ist, das sieht halt alles sehr schick aus dort. Ich weiß halt dann nicht, dann irre ich im Dunkeln da rum und finde nichts, weil alles teuer ist oder so. Weiß ich nicht. Dann ist es lieber morgen, wenn ich dann Zeit habe. Kann ich dann in Ruhe suchen. Hier gibt es 2 Hotels. Ich weiß natürlich auch nicht, was die hier kosten, aber ich glaube, hier ist eher La Pampa. Vielleicht links abbiegen. Vielleicht hier eine Nacht gemütlich noch schlafen. Ich habe auch genug eigentlich. Mir tut der Arsch schon weh. Es war heute auch sehr, ja, was habe ich gemacht? 400 Kilometer fast. Ist in Ordnung. Hotels waren $40, $20, $15, $11. Ratet? Natürlich $11. Es ist ein Motel und es ist wirklich ein, wie im amerikanischen Horrorfilm, Motel. Ich zeige es mal, wenn ich unten bin. Man sieht es vielleicht im Hintergrund schon. Das Zimmer ist ungefähr gleich wie gestern, alles gefliest. Doppelbett drin, Klimaanlage, Dusche. Ist okay. Und hier gibt's immer keine ganzen Klopapierrollen, sondern man kriegt immer nur so 5 Blätter. Und hier habe ich jetzt bekommen so einen kleinen Messbecher voll mit Seife. Das ist ein bisschen wie im Gefängnis. Also, ich zeig's einmal. Ist geil. Ich habe die Nummer 20. Ich war erst in der 17, aber da ging natürlich das Licht nicht. Da habe ich so, ey, ohne Licht ist halt ein bisschen doof. Weil drin ist es gibt natürlich keine, also es gibt diese Fenster da, aber da kommt kein Licht rein irgendwie.
20, das letzte. Das war's, ich gehe dann noch was essen. Und morgen erreiche ich dann hoffentlich die Karibik. Guten Morgen. Ich fahre hier gerade aus diesem Ort raus. Ich verstehe immer noch nicht das mit den Ampeln. Manchmal fährt man über Rot, manchmal nicht. Der ist jetzt bei Rot drüber gefahren. Ich glaube, man kann fahren. Wenn man tot gefahren wird, bist du halt schuld. Jetzt ist auf jeden Fall grün für mich. Uhr, ich habe gefrühstückt. Es gibt hier immer diese Bäckereien. Das habe ich jetzt 2 Tage in Folge gemacht. Da ist es günstig, die haben Kaffee, die haben so Stückchen. Manchmal machen sie auch Sandwiches. Es ist bullenheiß. 35 Grad oder so, wie immer. Jetzt muss ich mich hier durch den Stau quälen. Und dann bin ich mal gespannt, wie teuer die Küste ist. Davon habe ich ein bisschen Bammel. Tankstelle. Holy shit. Wow. Das bei 35 Grad, hier 2 Tage stehen. Es kann nicht mehr weit sein bis zur Küste. Ist auch witzig, dass hier nochmal so hohe Berge sind. Kurz bevor das Meer anfängt. Seht ihr das? Das Karibische Meer. Ich war an der Südküste, an der Westküste, an der Ostküste und nun, nach einem Jahr und 9 Monaten Südamerika, habe ich die Nordküste des Kontinents erreicht. Oh yeah, baby. Geil. Hier riecht es jetzt auch schon fischig. Der Ort, wo ich hin will, ist Mochima. Mir wurde gesagt, das ist ein tropisch-karibischer Strand und günstig. Aber das sieht ganz hübsch aus hier. Buenas tardes. Sieht sehr hübsch aus. Chillt auch. Internet könnte ein Problem werden, aber es gibt eine Menge Kabel zumindest. Panaderia, schon mal gut. Posada. Bodega. Ich denke, das ist der Hauptplatz. Chima, ich weiß nicht genau. Hier. Hola. Buenas tardes. Gracias. ¿Ah? ¿Vas a la playita? ¿Quieres ir a la playa? ¿Playa Blanca? Sí. Ah, ok.
¿Sabes que para ir a la playa, Jaime? A la playa allá? Sí, aquí, pero tienes que ir en una lancha. ¿Comprendes? Es que como 15 minutos la lancha. Oh, no playa aquí. Aquí no. Also. Hier ist das Problem. Strände kostet so ein Boot $40 zum Strand. Klar, ich habe dann mit dem rumgesprochen, habe ich gesagt 15. Aber ja, $15 die Unterkunft, $15 Strand jeden Tag, das kannst du nicht mehr leisten. Also, ich fahre jetzt nochmal nach Playa Colorada, das haben die auch gesagt, in Mochima. Hier, meine GoPro war leer, kannst du hier auf dem Strand fahren, kannst du machen, was du willst. Und das ist mein Tisch, da kann das Moped direkt herstellen, die Dame. ¿Cuál es tu nombre? Juana. Juana. Das ist Juana. Da kriege ich das Essen, da hatte ich hier Fisch gezeigt bekommen, habe ich mir einen ausgesucht, ich habe natürlich keine Ahnung welchen. $10 mit Salat, Arepa und so weiter. Werden wir sehen gleich. Jetzt laufe ich mal hier am Strand vor und man kann, ja, ich weiß auch nicht, vielleicht bleibe ich hier einfach mal 2 Nächte. So hässlich ist es gar nicht. Achtung. Boah. Und mein erstes Mal Füße im Salzwasser. Oh, meine geschundenen Füße. Oh, naja, Hose im Salzwasser. Oh. So, ich wäre jetzt ja geblieben, aber es kam die Rechnung, $26. Und dann habe ich gesagt, ihr habt gesagt 10. Ja, und die Cola kostet $5 und irgendwie Service für den Tisch kostet irgendwie so und so viel. Dann wollten sie 26. Habe ich gesagt, zahle ich nicht. Könnt ihr mich am Arsch lecken. Das müsst ihr mir vorher sagen. Und ja, jetzt haben wir uns auf 15 geeinigt. Also 10 fürs Essen, 5 für die Cola. Das ist halt absoluter Abrieb. Und dann bleibe ich auch nicht. Lecker war's. Sie. Was ja. Ciao. Aber da hat er sich auch geschämt. Wusste genau, dass er mich versucht hat zu bescheißen. Deswegen ist es halt immer wichtig, wenn man das man vorher fragt, dann kann man sagen, ey, ich habe gefragt, ihr habt gesagt 10. Zahle ich auch nur nicht mehr als 10. Gut, für die Cola habe ich nicht gefragt. Da haben sie dann 5 berechnet, natürlich eiskalt. Und ich meine, ich bin jetzt eine Woche hier. Ich weiß schon, dass irgendwie ein Essen halt 7 kostet, inklusive Getränk. Das sind jetzt halt 150 Kilometer. Dann werde ich überhaupt kein Benzin mehr haben. So, die Sonne geht unter hinter mir und es macht sich jetzt langsam Unruhe bereit, denn ich bin schon 12 Kilometer auf Reserve und es ist hier überhaupt kein Benzin, nirgendwo. Theoretisch müsste ich es aber trotzdem schaffen, das ist ja immer bei der Teneré nur so ungefähr. Aber ich weiß halt auch nicht, mit der schlechten Benzinqualität, ich bin halt 300 Kilometer gefahren. Angeblich habe ich einen Verbrauch von 3,9, das heißt, ich müsste locker 400 Kilometer machen können. Klappt das mit dem schlechten Benzin? Klappt das nicht? Ja, das ist eine Tankstelle. Muss mal schauen, ob die offen haben. Das ist immer typisch. Ich fahre mal rein. Jetzt bin ich einfach rübergefahren. Das sieht auch nicht aus, als wäre hier Tankstelle. Das ist ja noch nicht nur, wenn es Tankstelle gibt, heißt es noch nicht mal, dass es Benzin gibt, sondern als Ausländer hat man noch mal spezielle Nachteile. Da sind Ketten davor. Er möchte auch. Vielleicht bilde ich mir das ein, aber ich habe das Gefühl, die Kiste zuckt schon so komisch.
Eieieiei. Aber wie gesagt, das müsste eigentlich locker drin haben. Und ich meine, ich habe noch die 300 Milliliter oder so, wenn die nicht ausgelaufen sind in meinem Kanister. Das ist meine eiserne Notreserve. Habe ich schon die Hosen voll. Sieht nichts. 6 Kilometer. Ach, ich weiß auch nicht. Strand habe ich schon mal gefunden, immerhin. So, Hans im Glück ist angekommen. Bettina hat mich nicht im Stich gelassen. Ihm. Was trinken, was Kaltes. Es war jetzt total unnötig, da im Dunkeln zu fahren. Es waren 1000 Moskitos, man kann nichts sehen. Ich kenne mich hier nicht aus. Wenn ich jetzt liegen geblieben wäre, das letzte Stück war nur noch Dschungel. Dann ist es halt scheiße. Nur weil ich meinen Dickkopf durchsetzen wollte, dass ich hier am Strand sein wollte. Jetzt bin ich jedenfalls hier. Es gibt Wi-Fi. Weiß ich nicht, wie gut es ist. Das Zimmer ist sehr toll, Klimaanlage läuft, also wird jetzt gleich kühler werden hier. Die Frau ist super nett. Hier ist alles bereitet. Es sind ein Einzelbett, das ist mein Gepäckbett und so hier, super schön. Fernseher angemacht, das ist immer wichtig für die Leute. In dem einen Hotel war das so, $10 ohne Fernseher, $20 mit Fernseher. Da habe ich so Fernseher, ich benutze den nie. Also wenn die den jetzt nicht angemacht hätte, ja, hier ist das Bad. Ich habe hier mal, wo meine Hose war ja im Salzwasser. Das habe ich kurz gemacht. Und jetzt werde ich gleich mal duschen gehen. Sie wollte erst 20 haben, da habe ich so, hat sie nichts günstigeres, hat sie gesagt, 15 $, okay. Und mit Benzin, ja, da hat sie schon gesagt, ja, nur mit aus einheimischen Kennzeichen. Und da vorne war auch wieder so eine Schlange, 2 Kilometer lang. Ja, es wird eine Lösung gefunden werden. Einen wunderschönen guten Morgen, 6:30 Uhr, Mission Benzin. Der Mann, von denen das Hotel gehört, hat gesagt, ich soll um 6:30 Uhr da hinkommen, meinen Pass mitnehmen und dann gucken wir mal, ob ich Benzin bekomme. Natürlich genau meine Zeit, so früh. So, hier ist die Schlange. Ich habe mich jetzt auch erkundigt. Es ist so, dass die Leute 100 Autos pro Tag betankt eine Tankstelle. Nicht mehr. Und da das Benzin irgendwie knapp ist, stehen die hier dann immer an. Es kann sein, dass es dann tagelang kein Benzin gibt. Und das muss jetzt irgendwie aus Kulanz gemacht werden, weil ich ja kein einheimisches Kennzeichen habe. Ich bin jetzt ganz vorgefahren. Mal sehen, ich muss ja fragen. Ich weiß nicht genau, wann die aufmachen, aber jetzt stellen sich die Leute dahin zum Bezahlen. Und es ist halt so, das ist halt Kommunismus, ne? Also das Benzin kostet nichts. Also es kostet irgendwie 100 Liter 4 Euro oder so. Also wirklich, es kostet gar nichts. Aber im Monat 120 Liter, so habe ich es verstanden, kriegt jeder.
Und auch nur, wenn es da ist. Es gibt dann auch tageslange, gibt es halt kein Benzin. Hast halt Pech. Und die sind halt super nett. Die haben jetzt schon gefragt, ah ja, es kann sein, dass ich nur 8 Liter bekomme, aber offiziell kann ich gar nichts bekommen hier. Und die versuchen das natürlich alle jetzt zu regeln für mich. Die sind alle super nett. Ah, ein Tourist, der um die Welt fährt, lalala. Also 10 Liter. Sie hat das irgendwie bezahlt. Und wenn die Motos losfahren, soll ich reinfahren. Mhm. Was mache ich jetzt? Jetzt geht's los. Ja, die 10 Liter habe ich bekommen. Super nett. Und der eine Typ, der dann da war, der wollte mir noch 10 Liter schenken. Die haben ja dann also bezahlst zuerst, du musst genau sagen, wie viel Liter du haben willst. Und ja, ich kann halt nicht genau sagen, wie viel noch drin ist. Vielleicht 1 Liter, 2 Liter. Aber ich hätte maximal 10 bekommen. Erst haben sie gesagt 8, dann habe ich 10 bekommen. Und er wollte mir noch 10 Liter schenken. Aber 10 kann ich halt nicht reinfüllen. Das ging dann halt nicht. Und da es jetzt früh morgens ist, hat die Dame des Hauses, die mir übrigens das Benzin geschenkt hat, ich meine, klar, kostet auch nichts, aber trotzdem ist ja super nett. Ja. Könnte auch sagen, hier $1 pro Liter. Wäre immer noch günstig. Wenn ich sagen würde, $3 pro Liter, würde ich es auch nehmen, weil ich brauche es ja. Deswegen, die schlagen da keinen Vorteil raus. Und alle sagen, ja, Tourist, da kannst du hier für ihn. Das ist immer der Wahnsinn, wie nett die Leute sind. Ja, und jetzt habe ich hier meinen Kaffee. Und jetzt gehe ich mal zum Strand. Denn Tomasa heißt die Dame des Hauses. Hat gesagt, morgens ist es besonders schön, die Fischer und so. Und es ist halt auch noch nicht so brütend heiß. Es sind jetzt vielleicht 28 Grad. Ja. Ich bin gespannt. Ich habe zwar nur noch 400 € auf dem Konto, aber die Karibikküste wäre schon mal erreicht und das Benzinproblem wäre fürs Erste gelöst. Ich bin sehr, sehr glücklich, denn hier sind außer ein paar Fischer kein einziger Tourist. So habe ich es mir vorgestellt. Es ist ein absoluter Traum. Ich laufe jetzt zurück, muss gucken, die Flut kommt hier. Gehe jetzt das Frühstücken und damit verabschiede ich mich mit den Bildern von diesem traumhaften Strand. Ja, das war's für heute. Beim nächsten Mal gibt es dann wieder ein Equipment-Video. Ob es dann Equipment-Video oder Abenteuervideos sind, beides gibt es in getrennten Playlists. Einmal 100.000 Kilometer Special, einmal meine 3. Motorradreise. Dann könnt ihr euch raussuchen, was euch gefällt. Alles gucken ist natürlich wie immer am besten. Also vielen Dank und auch vielen Dank an die neuesten Unterstützer, und zwar Bernd aus der Nähe von Bremen, Arndt, Alex und Frank. Vielen Dank und auf Wiedersehen.